Jetzt, wo so der Frühling langsam beginnt, komme ich auch so ein bisschen aus meinem Winterschlaf, habe ich das Gefühl, weil ich war richtig wie so ein Nagetier, das sich in seiner Höhle zusammenrollt und nicht rausgeht und nichts machen möchte. So war ich den ganzen Winter über. Und ja, so ein bisschen komme ich jetzt wieder in so eine gesunde Routine. Und angefangen hat es damit, dass Anna Amenta, mich bei einem Yogakurs mitgenommen hat. Und das hat mir irgendwie so die Motivation gegeben, das regelmäßiger zu machen, also zumindest regelmäßiger irgendeine sportliche Aktivität zu machen, weil das habe ich eine lange, lange Zeit gar nicht gemacht. Also ich glaube, das letzte Mal im Fitnessstudio war ich letztes Jahr im Frühjahr und dann nicht mehr. Und auch das war schon sehr sporadisch. Quasi bis zur Hochzeit habe ich regelmäßig Sport gemacht habe und dann plötzlich halt gar nichts mehr, weil einfach keine Lust mehr drauf und so weiter. Und dann, wenn man draußen ist, dann fällt es einem schwerer, also fällt es mir zumindest schwieriger, in so eine Routine wieder reinzukommen. Und laufen war ich bestimmt 2 Jahre nicht mehr. Und ja, also Anna hat mich bei einem Yogakurs mitgenommen und seitdem habe ich jetzt immer wieder zu Hause endlich mal wieder Home-Workouts gemacht, was ich früher ja immer gemacht habe. Und das mache ich dann gerne auch zusammen mit Daisy. Also wir FaceTime dann halt gleichzeitig und machen dann die gleichen Übungsvideos und dann motiviert man sich so auch irgendwie gegenseitig. Und ja, das versuche ich jetzt beizubehalten und das durchzuziehen, einfach weil ich merke, dass es mir halt gut tut, dass es mir halt gut tut und ich mich damit auch generell einfach besser fühle und auch wohler fühle. Und ja, keine Ahnung, das wollte ich irgendwie mal erzählen, weil das für mich schon so ein Switch war, der umgelegt werden musste. Und die ist ja sowieso total der Workout Pro. Ich muss euch mal ihr Instagram-Highlight verlinken unten in der Infobox, weil sie teilt dann meistens immer, welche Workout-Videos sie macht oder was ihre Routine ist und so. Und das finde ich irgendwie immer ganz, ganz hilfreich, wenn man vor allem nicht weiß so richtig, womit soll man anfangen und so weiter. Ich persönlich mache ja ganz gerne immer die gleichen Videos. Es gibt so ein Sammy Clark Booty Workout und dann ein so Upper Body Arms Workout. So, das sind so die zwei Krafttrainingssachen, auf die ich mich gerne fokussiere. Und dann waren wir letzten Montag dann für mich das erste Mal quasi nach 2 Jahren wieder laufen. Also ich war mit Daisy zusammen laufen und waren dann hier so im Sportpark und also es war eine Überwindung auf eine Art, das wieder zu starten, aber es war einfach so cool. Also es hat super viel Spaß gemacht, ja, auch weil wir zu zweit waren und ich in so ein Tempo laufen wollte, wo man super easy sich unterhalten kann. Und dann ist es halt weniger langweilig und ist auch generell auch irgendwie gut und effektiv. Und ja, das würde ich auch auf jeden Fall gern, wenn es geht, einmal die Woche machen. Zumindest 2-mal im Monat. Ich will es jetzt nicht so übertreiben sofort mit meinen Zielen. Aber ja, das ist auf jeden Fall cool. Und ja, vielleicht geht es ja einigen von euch auch so mit Sport. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl manchmal, dass die ganze Welt super sportlich unterwegs ist und ich so, ich mache gar nichts. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall wieder mit angefangen und vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen, sich da so einen Kick zu geben und auch wieder reinzukommen in eine Routine.
Und ja, das ist einfach die kleine Sache, die ich jetzt mal eben erzählen wollte. Ich habe meine Vorräte in der Küche so ein bisschen aufgefüllt und auch umgefüllt. Ich habe nämlich vorher solche Gläser, Vorratsgläser gehabt, die aber diesen undurchsichtigen Deckel haben. Und da habe ich gemerkt, dass es doch schon so ein bisschen nervig ist beim Benutzen jeden Tag, weil ich gucke ja so von oben drauf, wenn ich die Schublade aufmache, und dann sehe ich halt nur den Deckel und sehe gar nicht, was drin ist, muss dann immer so anheben oder von der Seite gucken, um zu wissen, was drin ist. Und deswegen bin ich auf andere Gläser umgestiegen, und zwar auf Gläser von meinem Kooperationspartner Lieblingsglas. Und zwar auf diese viereckigen Gläser, die es jetzt ganz neu im Ripple Design gibt. Und Ripple Design mag ich ja ganz gerne. Ihr wisst, von meinem Dezember-Vlog war das, wo ich ganz viel fermentiert habe. Da habe ich ja auch Gläser von Lieblingsglas benutzt, und die kamen auch in einem Ripple Design daher. Und ja, das führe ich jetzt auch bei den Vorratsgläsern so weiter. Und da ist ein großes Plus der durchsichtige Deckel. Also das macht schon einen Unterschied. Da kann ich jetzt sofort sehen, was drin ist. Und die sind alle aus so einem Borosilikatglas. Also so Glas, was so ein bisschen robuster ist. Man sollte es jetzt nicht unbedingt auf den Boden schmeißen, aber ja, es ist auch spülmaschinenfest und auch so temperaturbeständig und mikrowellenfest auch. Und das ist jetzt die 1-Liter-Variante. Ich finde, das sieht gar nicht mal so groß aus für 1 Liter. Die kommen aber auch in dem Ripple Design noch in 3 weiteren Größen. Ich blende euch dazu mal so ein Bild ein. Also das war ja hier die 1 Liter Variante. Dann haben wir hier 0,7, 1,8 und 3 mal 0,5 Liter. Da könnt ihr die verschiedenen Größen nochmal auf einen Blick sehen, und da könnt ihr auch sehen, wie gut stapelbar die sind. Und je nachdem, welche Größe man hat, kann man die auch sehr gut so stapeln, dass sie bündig abschließen, was ich auch sehr schön finde. Dann sieht alles so ein bisschen ordentlicher aus. Und ja, auch in meiner Schublade sieht es auf jeden Fall ordentlicher aus als vorher. Und ja, bei Lieblingsglas gibt es auch einen Rabattcode von mir für euch. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, 10%, wenn ich mich nicht irre. Dieses Mal gibt es aber 12%, und der Code ist dauerhaft einlösbar. Also da gibt es jetzt keine Deadline oder so, bis wann ihr den einlösen müsst. Und zwar mit Nisi12 gibt es dann 12% auf das gesamte Sortiment. Also sowohl auf diese viereckigen Vorratsgläser als auch auf die Einmachgläser zum Beispiel, die ich im Dezember benutzt habe. Und ja, vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen, da nochmal in der Küche so einen Frühjahrsputz zu machen und da so ein bisschen nochmal zu organisieren. Oder ihr habt auch Lust irgendwie zu fermentieren oder so, wie ich das im Dezember gemacht habe. Und ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Ich bin wieder wie so ein Riese aus der Rahmen.
sorry, ich war voll im Gedanken. Aber ja, Hotelzimmer wäre, glaube ich, auch gut. Ich habe ja auch schöne Motive. Ceiling. Oh. Wow. Size for you. Okay, cute.
Johannes hat ja eine neue Jacke gekauft bei Arcad. Und zwar diese hier. So eine Workwear-Jacke mit Kordkragen. Und oh mein Gott, die ist so cool. Und irgendwie könnte ich sie auch tragen. Also sie ist so ein bisschen lang an den Ärmeln. Aber sonst hat es dann irgendwie eine coole Länge. Und ich liebe es auch, dass das die gleiche Farbe hat und keinen Kontrast hat. Wow, Daisy schickt mir auf jeden Fall ganz viele Nachrichten gerade. Aber ja, die wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen und die verlinke ich euch mal in der Infobox, weil ich glaube, die gibt es noch relativ häufig und die finde ich sogar cooler als die Frauenvariante, muss ich sagen. So, und damit geht auch schon wieder ein Monat zu Ende. Ich finde es so krass, dass der März vorbei ist und wir schon 3 Monate von diesem Jahr durch haben. Das wird einfach von Jahr zu Jahr immer krasser. Ja, der März war aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Der hat so einen richtig guten Vorgeschmack auf den Frühling gegeben. Also wir hatten so ziemlich viele sonnige Tage hier in Berlin. Und als Daisy, Alessa und ich in Paris waren, da hatten wir auch richtig, richtig Glück mit dem Wetter. Also da hatten wir auch schöne sonnige Tage. Und ja, der Trip an sich war sehr, sehr schön. Also einfach so ein schöner Girls-Trip. Und ja, es ist einfach schön, sowas zusammen zu machen. Vor allem, wenn man sich nicht so oft sieht, weil man nicht zusammen in der gleichen Stadt wohnt. Und ja, das war ein schöner Trip. Da habe ich auf jeden Fall euch so ein bisschen mitgenommen. Zwar immer wieder in den gleichen Momenten in dem Sinne. Also entweder irgendwie, wenn wir von A nach B laufen oder beim Einkaufen oder beim Essen. Aber ja, es sind so die Hauptmomente, wo ich dann irgendwie denke, okay, hier kann ich mal die Kamera draufhalten. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet den kurzen Clip trotzdem genießen. Und ja, also das war der März und der April. Mal schauen, der ist ja immer so ein bisschen wechselhaft. Also wettertechnisch würde es mich nicht wundern, wenn es plötzlich wieder Winter ist oder so. Aber hoffen wir mal nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es im April so ein paar Einrichtungsthemen geben wird. Also ich habe so ein paar Sachen im Hinterkopf und ein paar Sachen sind in Planung und in der Arbeit. Und da wird es auf jeden Fall so ein paar kleine Sachen geben. Und ich habe ja schon mal irgendwo erwähnt, dass ich so ein paar Projekte und Veränderungen geplant habe. Und ja, vieles wird sich auf jeden Fall noch ziehen. Aber ich denke, der April wird auf jeden Fall so ein paar Neuheiten bringen. Und das werdet ihr dann sehen, sobald es soweit ist. Also spätestens dann in dem April-Vlog. Also drückt mir die Daumen, dass da schon einige Sachen ankommen und passieren und so weiter. Und ja, dann will ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. So viel zu meinem März-Vlog und Ausblick auf den April quasi. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!